Hallo, ich bin der Michael von Anuka und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie schnell und einfach es ist, mit Anuka Ihre erste Analyse zu erstellen. Dafür werden wir sehen, wie wir die Analyse grundsätzlich starten und wie der Maskenaufbau zu verstehen ist. Wir werden notwendige Tiereingaben machen und natürlich unsere erste Ration mit diversen Futtermitteln erstellen. Daraufhin werden wir uns die erste Ausgabegrafik unserer Rationsplanungen anschauen und weitere Kennzahlen, die das Anuka Dashboard mit sich bringt, kennenlernen. Wir werden noch weitere integrierte Funktionen in der Analyse vorstellen und eines davon auch das Teilen der Analyse letztendlich kennenlernen. Und zu guter Letzt werden wir unsere Analyse auch noch sehen, wie wir diese speichern und komplett verwalten können. Nach dem Login in Anuka landen wir immer in dem zentralen Dashboard, wo ihr auf alle eure Anuka-Dokumente zugreifen könnt. Auch hier können wir nun eine neue Analyse letztendlich starten und im linken Bereich gibt es nun zwei Möglichkeiten, eine neue Analyse letztendlich zu erstellen. Zum einen mit dem direkten Button in eine neue Analyse hier rein oder über den Verwaltungsbereich sehen wir hier drin alle eure bereits gespeicherten Analysen erst im Überblick und von hier aus können wir auch eine neue Analyse letztendlich anlegen. In beiden Fällen landen wir in ein leeres Formular, welches wie folgt strukturiert ist. Wir haben im oberen Bereich der Analyse sogenannte Kopfdaten, die wir hier erfassen und strukturieren in Basisangaben und erweiterte Angaben. Insbesondere die Basiseingaben enthalten neben der Auswahl des Tieres, Hund oder Katze, das Geburtsdatum und auch als verpflichtend das aktuelle Gewicht. Diese Informationen sind verpflichtend, um letztendlich auch die Sollwerte, die für die Berechnung in Anuka benutzt werden, letztendlich auch zu ermöglichen. Darüber hinaus gibt es auch erweiterte Angaben, die auch insbesondere für die Beratungstätigkeiten und zusätzliche Tierangaben hier unterstützend angeboten werden. Hier kann man natürlich Tierbesitzerangaben eingeben oder Name von Tier, natürlich obligatorisch noch einige Felder wie das Geschlecht mit auswählen und Leistungsangaben zum Tier mit berücksichtigen, die sich dann auch vielleicht in der Rationsplanung widerspiegeln sollen. Die Sollwertbasis ist ein ganz entscheidendes Kriterium, was man hier auswählt. Wir unterscheiden grundsätzlich in einen sogenannten Tagesplan, Wochenplan und Monatsplan. Die Bedarfswerte eines Tieres, in dem Fall des Hundes hier, der am 13.08.2015 geboren ist mit einem Gewicht von 10 Kilogramm, berechnen sich bei uns im Anuka auf die Basisdaten, Referenzwerte des NRC 2006. Das metabolische Körpergewicht ist eines der entscheidenden Kriterien dafür, worauf sich dann alle Sollwertkennzahlen für dieses Tier vollautomatisch berechnen. Und diese werden grundsätzlich in einem Tagesplan als Basis berechnet. Wenn wir dies umschalten auf einen Wochenplan, werden diese Bedarfszahlen letztendlich mal 7 oder in einem Monatsplan letztendlich dann noch mal 4 genommen, also mal 7 mal 4, um letztendlich den gesamten Monat mit abzudecken. Das heißt, achtet bitte darauf, dass nachdem ihr die notwendigen Angaben hier in diesem Bereich gemacht habt, auch eure Rationsplanbasis hier entsprechend richtig auswählt. Sind alle Angaben soweit getätigt, unterstützen diese Schaltflächen auch die Option, dass man sie ausblenden kann. Das hat insbesondere den Vorteil, dass man sich nun mehr auf die gesamte Rationsplanung und auch später auf die grafische Ausgabe vollumfänglich konzentrieren kann. Ich möchte es allerdings an unserem Beispielhund noch mal kurz eingeblendet lassen. Hier könnt ihr nun die Angaben vornehmen und die Beispielanalyse, mit der wir starten, wird ein Hund sein mit 8 Kilogramm. Es handelt sich hierbei um einen adulten Hund, der jetzt 5 Jahre alt ist. Dieses Alter des Tieres
wird vollautomatisch immer aktualisiert, je nachdem, was ihr hier einstellt, und steht in Bezug auf das Beratungsdatum, was ihr hier eintragt. Das heißt auch, wenn ihr diese Analyse später speichert, werden diese Altersangaben des Tieres auch historisch mit abgelegt und immer korrekt mit berechnet. Gut, dann geben wir dem Hund mal noch einen kleinen Namen. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Bello als Beispielhund. Hier kann man auch noch ein Zielgewicht eingeben, insofern das Tier sich vielleicht noch im Wachstum oder so befindet. Hat aktuell keine steuernde Wirkung für die Bedarfswertberechnung in der Analyse. Gut, ansonsten auf die weiteren Felder gehe ich noch mal ein bisschen später ein. Ich konzentriere mich erstmal, dass wir eine Rationsplanung für den Hund vornehmen. Schauen wir uns nun mal auf die Rationsplanung diesen Bereiche genauer an. Wir können hier an diesen grünen Schaltflächen beliebig viele Futtermittel letztendlich einfügen und letztendlich für die Rationsplanung vorsehen. Wir haben auch noch den Bereich der Beratungsergänzungen, den wir dann auch gleich noch sehen werden, wie dieser sich insbesondere in der grafischen Auswertung letztendlich dann abbildet. Ja, für meinen Hund gehe ich einfach mal hier drauf, suche aus der integrierten Futtermitteldatenbank einige Futtermittel aus, die ich vielleicht hier vorsehe. Mit der Schaltfläche habt ihr hier sofort eine Suchfunktion, die auch auf Freitextsuche basiert. Das heißt, ihr könnt hier sowohl Stichwörter wie Rind und Fleisch etc. eingeben. Diese Liste wird sich sofort entsprechend aktualisieren und mit den Ergebnissen nur noch hochkommen, die ihr oben in den Suchkriterien eingegeben habt. Ich gehe jetzt mal auf einen Magen und nehme mal eine kleine Ration, die ich für diesen Hund bereitstelle, trage 100 Gramm von den Magen hier rein und wir sehen jetzt schon hier unten passiert sofort etwas, was sich bezüglich dieser Versorgungswerte dann auch hier unten darstellt. Und je mehr wir jetzt an Informationen hier eintragen, werden wir die Auswirkungen hinsichtlich der Bedarfsdeckung immer sofort und aktualisiert zur Verfügung gestellt bekommen. Ich gebe jetzt mal hier noch ein Herz rein. Klicken. Geben wir noch Herz. Ja, auch noch 100 Gramm mit rein. Was hier im Hintergrund passiert, ist sofort, dass wir durch unsere integrierte Futtermitteldatenbank die natürlich Inhaltsstoffe eines, in dem Fall Herzens vom Huhn roh hinterlegt haben. Auf Basis der Menge, die hier geplant werden für die Ration, werden dann sofort auch die Inhaltsstoffe entsprechend gezogen und gegenüber den Bedarfswerten, die im ANUKA vollautomatisch berechnet werden, gegengehalten. Und zur grafischen Auswirkung gehen wir dann sofort über und sehen, wie sich das Ganze abbildet. Dann geben wir immer noch ein bisschen Quark dazu. Ich wähle mal hier noch 40-prozentigen Quark, 40 Gramm und noch ein paar Nudeln. Gucken, was wir da so haben. Hartweizengrieß, auch noch ein bisschen was. So, mit rein. Wir sehen sofort, dass sich hier unten immer die Grafik anpasst. Und zwar auch hinsichtlich verschiedenster Farbgebungen. Im ANUKA sind verschiedene Limitwerte immer zwischen Rot, Grün und Gelb hinterlegt, die so ein bisschen das Signal euch geben, ob ein Tier in gewissen Inhaltsstoffen unter- oder überversorgt ist. Die Limitangaben sind reine Erfahrungswerte, die aus der Tierernährungsberatung letztendlich kommen, sind Anhalts- und Richtwerte und sollen lediglich ein Indiz dafür geben, ob es wirklich große oder kritische Unter- oder Überversorgungen gibt, auf die es zu achten gilt. In dem Fall sehen wir hier schon noch ein paar deutliche Versorgungslücken, währenddessen auch die Grafik schon bei einigen der Inhaltsstoffe zeigt, dass das Tier für
vereinzelte Inhaltsstoffe schon bereits gut versorgt ist. Als Beratungsergänzung könnte man jetzt hier auch mal als Beispiel noch etwas hinzufügen. Nehmen wir mal diesen Optimix, den hier, und geben vielleicht, was haben wir denn da so, 1,6 Gramm oder so dazu. Da sehen wir schon, da passiert was. Das ist vielleicht ein bisschen wenig. Schauen wir mal, wie es sich hier verhält mit 2,5 Gramm. Kommen wir schon besser hin. Also hier sieht man auch schon, wenn man ihn jetzt so ein bisschen mit den Mengenangaben in der Analyse selber ein bisschen experimentiert, kann man hier sehr gut einen balancierten Rationsplan für das Tier letztendlich ausarbeiten und entlang der verschiedensten Inhaltsstoffe und Futtermitteldatenbanken auch etwas experimentieren, damit das Tier möglichst bedarfsgerecht versorgt ist. Was wir jetzt auch sehr gut sehen hier, ist, wie sich zum Beispiel diese Beratungsergänzung des Optimix Cooking hier auswirkt. Die Grafik dazu unten ist immer in diesem Balken dann zweigeteilt. Wir sehen zum Beispiel hier an diesem Magnesium, wie dieses in der Ration grundsätzlich versorgt ist und wie diese sich in der Ergänzung ausgewirkt hat durch das Optimix. Damit kann man natürlich toll auch Beratungsergebnisse dem Kunden gegenüber darstellen, was letztendlich ergänzt wurde, welche Versorgungs- und Bedarfslücken durch eine Beratungsleistung letztendlich auch geschaffen wurde. Ja, dann sind wir auch schon mittendrin in unserer Grafik, in dem unteren Bereich. Neben den Farbgebungen, auf die ich schon eingegangen bin, kann man hier auch diese Farbaktivierung oder Deaktivierung auch entsprechend umschalten. Das nutzt man natürlich auch insbesondere dann, wenn man solche Printouts macht, Handouts für den Kunden sicherlich auch, um letztendlich vielleicht schlimmere Botschaften aussenden zu wollen, was jetzt kritisch unter- oder überversorgt ist mit Farbgebungen, die vielleicht auch falsch interpretiert werden könnte für Leute, die nicht aus den Fachkreisen und der Ernährungsberatung letztendlich sind. Deswegen gibt es zumindest diese Funktion. Was es auch verfügbar hier gibt, ist die sogenannte manuelle Y-Skalierung. Grundsätzlich wird sich die Y-Achse hier immer vollautomatisch skalieren und sich ausrichten auf den größten Wert, den es anzuzeigen gilt. In dem Fall ist es unser Vitamin B-Wert. Ich kann mal zeigen, wie sich das Ganze auswirkt, wenn wir diese Faktoren hier mal so ändern, dass sie eine deutliche Ausprägung hätten. Da sehen wir nämlich, dass jetzt diese Überversorgung sich dann doch sehr deutlich bemerkbar macht, bis zu einem knapp 17-fachen Bedarf. Und was leider hier komplett untergeht, ist tatsächlich dann die Sicht unten, welche Faktoren relativ gut gedeckt sind. Und dafür, ich gehe jetzt mal wieder zurück, haben wir die sogenannte manuelle Y-Skalierung hier mit integriert, die es besonders ermöglicht, dann einen Fokus auf die Bedarfsversorgungsausgleiche zu richten. Dafür können wir die Y-Achse jetzt nun skalieren auf einen Maximalwert von 2. Das hilft uns hier visuell deutlich besser zu sehen und dann vielleicht auch hier oben etwas mehr auszuprobieren, welche Zahlen angepasst werden müssen, damit vielleicht diese Versorgungslücken, in dem Fall von Jod oder Selen, besser an diesen normierten Wert von 1, also der 100% Versorgungswertbasis, heranzubringen, ohne dabei letztendlich hier die großen Ausschläge weiter zu betrachten. Man kann das natürlich hier wieder zurückbringen und dann wieder deaktivieren und dann richtet sich die Grafik wieder vollautomatisch aus. Was wir auch hier drüben sehen, ist der sogenannte Rationsmix. Der hält uns immer transparent einen schönen Überblick, wie die aktuelle Ration zusammengesetzt wurde hinsichtlich ihrer Klassifizierung. Jedes dieser Futtermittel in unserer Futtermitteldatenbank ist einer Klassifizierung zugeordnet. Und in dem Fall sind es natürlich hier entlang unserer Mengenangaben aktuell über 70% Fleischanteil,
Wir haben unsere Milch und Milchprodukte, das ist im Wesentlichen dieser Quark, den wir hier eingefügt haben. Und mit den Getreideprodukten sehen wir auch die Nudeln hier vertreten. Und dieser kleine Anteil von 1,1% sind die Ergänzungsfutter, die wir hier mit dem Optimix abgebildet haben. Schön zu erkennen ist es natürlich auch, dass man, sobald man hier Parameter ändert, sich diese Werte auch sofort überall niederschlagen, sofort in den Balkengrafiken als auch in dem Rationsmix. Hier können wir quasi wirklich auch ganz toll entlang verschiedenster Ernährungsphilosophien einen ausgewogenen Rationsplan hinsichtlich der Bestandteile der Futtermittel letztendlich ausplanen. Gut, was sehen wir zudem? Sind noch weitere Kennzahlen, die in der Anuka-Analyse fest enthalten sind. Das sind wichtige Planungskennzahlen aus der Ernährungsberatung, die letztendlich hier den sogenannten Calcium-Phosphor-Verhältnis widerspiegelt. Für einen Hund ist das in dem Fall, sollte dieser zwischen 1,2 und 1,4 sein. Der liegt jetzt hier bei dem Beispielplan bei 1,1, ist in dem Fall mit einer kleinen roten Lampe gekennzeichnet, weil er sich nicht in diesem Korridor selbst befindet. Und das gleiche gilt auch für den PEQ-Wert, welcher in unserer Datenbank für den Hund zwischen 10 und 20 liegen soll. Er ist jetzt leicht erhöht, von daher ist dieser auch rot. Sobald sich die Kennzahlen hier in dem Korridor befinden, die in den Klammern angegeben sind, werden dann diese grün leuchten. Mein Beispielplan hat jetzt nicht den Anspruch dazu, den perfekten Rationsplan für den Hund jetzt hier abzubilden, aber ich denke, vom Prinzip her ist es verstanden. Was wir auch oben angeben, ist, denke ich, auch eine sehr wichtige Kennzahl, nämlich wie viel Futtermittel bezogen auf das Gesamtkilogrammgewicht des Tieres mit dem aktuellen Rationsplan verreicht wird. Aktuell sind dies 3,5% und auch ein zusammengefasster Fettgehalt von den Komponenten oder Futtermitteln, die hier verwendet wurden, werden hier zusammengefasst als zusammenfassende Kennzahl. Ja, dann gehe ich noch mal kurz ein bisschen hoch und gehe noch mal auf die zusätzlichen Funktionen rein, die wir hier oben im Kopfbereich zur Verfügung haben. Auf die Sollwertbasis bin ich vorhin schon eingegangen. Wir werden jetzt hier sehen, sobald ich diesen Plan mal umschalte, auf einem Wochenplan, werden wir auch sehen, dass die Versorgung des Tieres natürlich auf Basis der geplanten Rationen natürlich deutlich unterversorgt ist. Klar, weil die Mengen, die ich hier eingegeben habe, richteten sich auf die Bedarfszahlen und Versorgungswerte für einen Tag. Und wenn ich das hier entsprechend umschalte für Wochen- oder Monatspläne, je nachdem, was hier gemacht werden soll, muss ich natürlich zwangsläufig auch die Mengen entsprechend anpassen, damit dann die Versorgungswerte hier wieder hergestellt werden. Vielleicht noch eins, die Bedarfsdeckung hier unten ist eine sogenannte normierte Bedarfslinie. Die bezieht sich immer auf 100% des Versorgungswertes eines jeden Inhaltsstoffes, die wir hier oben in unserer Tabelle anbieten. Die Versorgungswerte sind natürlich völlig individuell und unterschiedlich hinterlegt und damit wir eine normierte Basis hinbekommen, arbeiten wir hier letztendlich mit prozentualen Angaben, die sich auf diese 100% Bedarfsversorgung eines jeden einzelnen Inhaltsstoffs beziehen. So, erwähnen möchte ich auch noch unsere Teilungsfunktion, die sich vor allen Dingen hier wiederfindet in den Basisangaben im unteren Bereich. Die Teilungsfunktion von Anuka basiert auf dem Prinzip, dass ihr eure Rationsplanung und Futtermittelplanung letztendlich auch anderen Anuka-Teilnehmern zur Verfügung stellt. Das ist insbesondere aus dem Schulungskonzept, was wir eng mit Dozenten verfolgen, entstanden, indem wir hier damit ermöglichen, dass Schülern die Möglichkeit gegeben wird, geplante Rationen
als Bestandteil der Schulungsumfänge auch ihren Dozenten zur Verfügung zu stellen, ohne dass diese separat per E-Mail verschickt werden müssen oder ausgedruckt entsprechend bereitgestellt werden kann. Wie funktioniert das Ganze? Jeder Anuka-Anwender hat ja eine registrierte E-Mail-Adresse hinter seinem Account hinterlegt. Die wird hier einfach mit eingetragen und sobald dies erledigt ist, drückt ihr auf Speichern und der Empfänger den ihr hier eingetragen habt, empfängt dann eine E-Mail auch zur Information, dass er eine geteilte Analyse bereitgestellt bekommen hat und die wird er dann in seiner Übersicht seiner gesamten Analysen hier in dem zweiten Teil, der jetzt hier noch leer ist, gelistet bekommen. Die Liste wird sich generell genauso gestalten wie den Bereich, den ihr hier oben habt für eure eigenen Analysen. Werdet ihr unten, sobald euch auch mal eine geteilt wird, eine separate Sektion hier sehen und dann Zugriff auf eine für euch bereitgestellte Analyse haben. Ihr könnt die Teilung dieser Analyse dann auch entsprechend aufheben. Da heißt dieser Knopf dann nicht mehr löschen, sondern lediglich Teilung aufheben. Und ihr könnt dann auch die Analyse analog wie zu euren eigenen Analysen über einen Link aufmachen und letztendlich darauf zugreifen. Ihr könnt die dann nur leicht verändern für euch in einer Sicht, allerdings nicht überschreiben. Ihr habt dann quasi einen reinen Lesemodus dafür. So, zu erwähnen ist auch noch unsere Dateiablage, die es euch noch ermöglicht, zusätzliche Dateien in einer Analyse mit anzufügen. Schön ist hier auch zu sehen, dass die Funktion erst nach erstmaliger Speicherung der Analyse zur Verfügung steht. Das werden wir gleich mal erledigen. Ihr werdet hier oben in eurer Analyse für jede, die bereits gespeichert ist, eine eindeutige Nummer bekommen. Dies hilft dann auch, diese Analyse besser und schneller später wiederzufinden. Solange die noch nicht gespeichert ist, werdet ihr hier oben den Status neu sehen. Ich werde diese jetzt einfach mal speichern und wir werden jetzt sehen, dass in dieser Analyse eine Nummer mit der 176 vergeben wurde und nun steht uns auch diese Funktion der Dateiablage zur Verfügung und hier können jetzt über euren Computer oder über auch Bilder hinzugefügt werden, die ihr dann hiermit einfügen könnt. Ja, üblicherweise wird diese Funktion verwendet, um vielleicht Blutbilder oder Vereinbarungen in der Beratungsleistung mit abzulegen, die mit den Kunden vereinbart wurden. Ja, ansonsten klassisch noch ein paar Kommentare, die vielleicht wichtig sind in diesem Rationsplan mit festzuhalten. Kundendaten bin ich vorhin schon mal drauf eingegangen. Das Geschlecht könnt ihr hier mit angeben, hat auch keine steuernde Wirkung. Die Leistung hat auch noch keine steuernde Wirkung. Das ist für euch eine Möglichkeit, gerade insbesondere für sportlich aktive Tiere, vielleicht die Faktoren der Sollwertbasis mit anzupassen. Da gehe ich aber nochmal insbesondere auf den zweiten Teil der Analyse, des Analysevideos drauf ein, wo wir insbesondere nochmal die Sollwertzahlen eines jeden einzelnen Inhaltsstoffs anschauen, um wirklich einen voll flexiblen und individuellen Rationsplan mit Anuka zu erstellen, der dann auch unabhängig von dem NRC ist, die hier lediglich bei uns eine Basis bilden und eine Berechnungsgrundlage letztendlich darstellen. Gut, die Rasse ist ja auch ein frei verwendbares Feld, hat auch keine steuernde Wirkung. Ja, ansonsten für die letzte Funktion, auf die ich noch eingehen will, ist, dass ihr hier auch die Möglichkeiten habt, nicht nur Futtermittel aus unserer integrierten Datenbank heraus auszuwählen, sondern auch eigene Futtermittel anlegen könnt. Das wird hier mit dieser Schaltfläche unterstützt. Ihr bekommt dann ein eigenes Menü zur Verfügung gestellt, was euch dann sehr übersichtlich über die Erfassung eigener Futtermittel durchführt. Auch dies erkläre ich nochmal in einem weiteren einzelnen Video.
wie dies genau funktioniert und wie die dann verwendet werden. Gut, nachdem wir das jetzt hier gespeichert haben, sind wir auch im Prinzip schon durch. Wir können uns jetzt noch hier über den Schnellzugriff in den Bereich der gesamten Übersicht meiner Analysen begeben. Dort sehen wir tatsächlich jetzt eine Zeile und hier habt ihr jetzt Zugriff auf alle eure gespeicherten Analysen. Ihr habt hier auch zudem noch die Möglichkeit, nach gewissen Kriterien und Feldern, die ihr dort in den Analysen eingegeben habt, frei zu filtern und entsprechend zu sortieren nach Tiernamen oder Kundennamen. Hier wird sich allerdings aufgrund nur eines Eintrages wenig gerade bewegen. Ihr könnt hier dann jede Art dieser Analysen auch wieder öffnen und sie dann editieren. Die wird dann hier aufgerufen mit dem Link oder entsprechend auch, wenn ihr sie nicht mehr benötigt, auch diese Analyse endgültig löschen. Es ist geschafft. Wir haben unsere erste Anuka-Analyse erstellt. Aber schauen wir uns nochmal genau an, was wir bisher gesehen haben. Wir haben die erste Analyse für unseren Beispielhund Bello erstellt. Dafür haben wir notwendige Tierangaben in der Maske vorgenommen und anhand einzelner Futtermittelbeispiele unseren ersten Rationsplan erstellt. Daraufhin haben wir die Ausgabegrafik kennengelernt und uns weitere Kennzahlen, die im Anuka-Dashboard dazu ausgegeben werden, angesehen. Auch integrierte Funktionen wie zusätzliche Dateiablage oder Einstellungen in der Grafik haben wir kennengelernt. Wir haben die Analyseteilung kurz vorgestellt und zum Schluss die Analyse gespeichert und im Verwaltungsdashboard gesehen, wie wir diese auch löschen können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In den weiteren Videos gehen wir noch detaillierter auf Funktionen vom Anuka Analyse ein und ich hoffe, es hat soweit geholfen.